Hallo, willkommen zum dritten Tutorial rund um Java und Spring Boot. Nach dem zweiten Tutorial, bei dem wir uns um die Projektstruktur angeguckt haben und gekümmert haben und die auch uns angeguckt haben, wie so ein Spring-Projekt aufgebaut ist, beziehungsweise ein Maven-Projekt aufgebaut ist, ist es nur an der Zeit, diesen Quellcode zu versionieren. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, dieses Versionierungstutorial einzuschieben. Was ich bereits im Vorfeld gemacht habe, ist ein Git-Repository zu erstellen, ein GitHub-Repository, wo wir diesen Quellcode jetzt einchecken wollen. Dieses Repository könnt ihr auch dazu verwenden, um den Quellcode zu akquirieren, zu verändern. Könnt ihr damit tun und lassen, was ihr wollt. Ich zeige euch jetzt, wie man ein Git-Repository initialisiert und wie man eincheckt und auscheckt, beziehungsweise committet. Der erste Schritt sieht so aus, dass wir zunächst das System, also diesen Ordner, in dem das Projekt liegt, Git bekannt machen müssen. Dazu verwendet man Befehl git init, der noch nicht funktioniert, weil wir erst noch get sudo apt install git, also Git installieren müssen. Genauer genommen einen Git Client installieren müssen. Der ist standardmäßig, nämlich zumindest bei dieser Ubuntu-Installation, nicht dabei. Das ist aber kein Problem. So eine Installation geht ja schnell, wie wir sehen. Und wir haben nun eine Git-Installation. Als nächstes müssen wir diesen Ordner vorbereiten. Bevor wir das aber tun, gucken wir uns die Ordnerstruktur nochmal an und sehen da schon etwas mit git ignore. Das hat im Übrigen der Spring Initializer für uns gemacht. Der hat bereits eine Datei erzeugt, die gewisse Inhalte hat, die sinnvoll sind mit Blick auf so eine Spring Boot Applikation, die dann in Git eingecheckt wird, auf einem Git-Server eingecheckt wird. So, trotzdem rufen wir jetzt auf git init. Damit wird das Projekt für Git vorbereitet und wir sehen hier neu generiert einen versteckten Ordner.git, der enthält die Metadaten. Jetzt wechseln wir rüber in Eclipse und sehen bei einem Refresh, dass Eclipse das noch nicht geschnallt hat. Das bekommen wir aber hin, indem wir hier auf Rechtsklick auf das Projekt, Team, Share Project. Jetzt merkt Eclipse, oh, das ist ja ein Git-Projekt und das legen wir mal an. Jetzt haben wir Eclipse bekannt gemacht, dieses Projekt in deinem Workspace ist ein Git-Projekt. Jetzt sehen wir hier viele kleine Fragezeichen dran. Das bedeutet, das ist aus meiner Sicht, sagt Eclipse, das neue Ordner und neue Dateien. Die gibt es im Git noch nicht. Das heißt, wir müssen diese Daten zunächst committen. Committen heißt, meine Änderung lokal bekannt machen als Version. Das machen wir, indem wir Rechtsklick machen, Team, Commit, dann öffnet sich die Git Staging. Jetzt ist interessant, dass hier bestimmte Dateien nicht auftauchen. Wenn ich das nochmal klein mache, sehen wir auf der linken Seite zum Beispiel diesen Target-Ordner. Da ist auch kein Fragezeichen dran. Genau das bewirkt die Git ignore. Wenn ich mal mit STRG-R mal die Git ignore aufmache, dort reinschaue, sehe ich hier, dass zum Beispiel der Class Path ausgegrenzt ist, der gesamte Target-Ordner. Ein paar Dinge sind auf jeden Fall eingegrenzt, die müssen drin bleiben. Die Settings sind draußen, also verschiedene Eclipse-Einstellungen, die einfach nicht relevant sind. Weil jemand anders, der es auscheckt, nutzt ja vielleicht IntelliJ oder irgendeinen anderen Git-Client, irgendeine andere IDE und hat kein Interesse an diesen Daten. So. Die Daten, die im Target-Ordner sind, werden zum Beispiel durch Maven generiert, deshalb müssen die auch nicht eingecheckt werden. So, jetzt gucken wir uns die Staging mal an. Unstage bedeutet neue oder veränderte Dateien. Staged heißt, möchte ich jetzt committen. Das heißt, wir müssen uns von hier nach da bewegen. Dafür können wir hier, weil wir uns eigentlich bei allen Dateien sicher sind, die git ignore checkt man dann auch mit ein. Ne? Dass andere, die auschecken, nicht aus Versehen wieder Daten einchecken, die nicht reingehören. Deshalb drücke ich auf das Doppelplus und alles rutscht nach unten. Jetzt benenne ich den Commit. Tutorial 3. Und ich klicke, also Commit in Push, würde es auch gleich zum Server rüberschieben. Das machen wir auch mal in einem zweiten Schritt. Ich
schiebe das einfach mal hier rüber und jetzt benenne ich mich noch ein bisschen anders hier. Dafür gibt es auch Metadaten, die wir dann anpassen können. Wir machen das aber mal gleich richtig. Das ist nämlich auch das auf dem Server dann auftaucht. Das sollte dann schon richtig sein. Und ich klicke hier auf Commit. Achso, ich muss den Autor richtig benennen. Das muss dann, glaube ich, so hier sein. So, mache ich es jetzt richtig. Committer genauso. Machen wir mal. Also Autor und Committer ist einfach dasselbe hier. So, jetzt habe ich es richtig gemacht. Gut. Man sieht, das setzt das hier wieder zurück. Das können wir aber in den Git-Einstellungen dann nochmal korrekt setzen. Dafür gibt es einen Git-Befehl, der es ermöglicht, dass das hier ein für alle Mal richtig gesetzt wird. Gut, aber zumindest haben wir jetzt committed und das können wir sogar nachvollziehen, indem wir hier Rechtsklick machen und uns die Historie einmal anschauen. Das geht hier bei Team, Show in History und die Historie zeigt auf, dass wir hier ein Initial Commit gemacht haben mit dem. Interessant, ja, den Autor hat er sogar korrekt benannt. Das heißt, wir sind hier erstmal fein. Jetzt wollen wir, bevor wir pushen, also pushen bedeutet, den Quellcode in diesem Branch Master zum Server zu schieben, bedeutet, dass wir aber vorher uns ja den aktuellen Stand holen müssen. Weil es kann ja sein, dass sich serverseitig was geändert hat. Und ich weiß zufällig, dass sich etwas geändert hat. Nämlich, als ich das Projekt initialisiert habe, hat Git eine Datei namens License angelegt. Und die haben wir hier natürlich nicht. Die müssen wir uns erst holen. Dafür machen wir hier Rechtsklick, Team, Pull, Punkt. Jetzt haben wir hier Origin. Das passt, das passt, das passt. Jetzt authentifizieren. Next. Jetzt müssen wir noch sagen, wie der Pfad aussieht. Da wir allerdings hier keinen Remote definiert haben, das sollten wir mal jetzt an der Stelle tun, im Grunde den gesamten Pfad nehmen, hier konfigurieren, Authentifizierungsdaten einmal eingeben, Finish, dann ist das jetzt hier als Origin bekannt, Steuerung Leertaste und da hat er den Master Branch erkannt, Refs, Heads, Master, so muss das aussehen. Jetzt klicke ich hier auf Finish und er hat über ein Pull die Daten vom Server geholt, also alles Aktuelle dort und da liegt nicht viel, außer eine weitere Datei. Er sagt, ich habe es mit der lokalen Version gemerged, mache ich hier Close, jetzt sehe ich hier, da ist die Datei entstanden, alles andere ist unangetastet. Einmal ein Refresh. Und jetzt haben wir nur noch die Aufgabe, meine Änderungen komplett zu pushen, indem ich den Remote auswähle. In dem Fall ist das GitHub Repository, den Branch auswähle, Preview. Jetzt muss ich mich nochmal authentifizieren. Passwort und OK. Und jetzt sind es im Grunde zwei Commits, nämlich einmal mein initialer Commit, den ich gemacht habe und danach die Daten, die ich vom Server geholt habe, werden hier mit angefügt. Der Merge wird gemacht zwischen Serverseite und meiner lokalen Seite. Und jetzt klicke ich hier auf Push. Nochmals authentifizieren. Und OK. Und erledigt. Pusht. Das heißt, ich habe auf dem Server meine Daten eingecheckt. Und hier kann man das auch sehen. Machen wir hier einen Refresh zur Sicherheit. Hier haben wir im Prinzip, an dieser Stelle befinden wir uns und das entspricht dem Origin Master Head, das heißt der letzten Serverversion. Der Committer ist hier
falsch, aber das ist jetzt kein Problem. Das kann ich auch nochmal ändern. Und damit passt das alles zusammen. Die Serverseite enthält nun genau die Daten. Jetzt öffnen wir mal einmal das Git Repository. Ich mache mal hier den Firefox auf. Das ist die GitHub-Seite. Jetzt sehen wir hier 3 Commits, obwohl wir nur einmal gepusht haben, sind mehrere Commits hochgeladen worden. Und hier sieht man schon den Quellcode. Gut, das hat funktioniert. Jetzt kann man noch dran denken, ein paar Einstellungen nachzuholen, unter anderem hier unter Window Preferences in der Konfiguration, dann zum Beispiel auch den Namen richtig anzupassen, dass das beim Commit richtig funktioniert und die Git-Einstellungen überarbeiten. Das soll aber nicht Ziel in diesem Tutorial sein. Das sind noch ein paar To-Dos, die man noch machen muss. Und dann kann man zumindest lokal alle Änderungen einchecken und in den Versionen auch zurückgehen. Wie das genau funktioniert, werden wir in einem späteren Tutorial noch einmal machen und uns genau mit Versionierung, also dem Arbeiten im Team, noch einmal widmen. Falls euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, ich bin für Diskussionen immer bereit. Kommentiert, liked, gebt das Video weiter, wie ihr es möchtet. Ich würde mich über jedes Feedback freuen und bis zum nächsten Tutorial.